Herzlich willkommen hier zurück auf dem Gear-Reference-Kanal. In der heutigen Folge möchte ich euch die Multifunktionsweste KSK der letzten Generation vorstellen, also der letzten klassischen Generation, wo es noch ein Westenmodell ist, mehr oder weniger unmodular, beziehungsweise nur so weit wie die Vorgänger. Und in 3 Episoden möchte ich euch die einzelnen Komponente beziehungsweise noch mehr dann zur Geschichte erzählen. In der ersten Folge nehmen wir uns die normale Basis-Grundweste quasi vor, plus den dazugehörigen adaptierbaren Taschen. In der zweiten Episode gucken wir uns dann das dazugehörige Chest-Rig an. Und in der dritten Folge möchte ich dann ein bisschen darauf eingehen, wie ich mir die Entwicklung, Herkunft, die Einflüsse, die hier mit reingeflossen sind, erkläre und wie das Ganze dann so als Set zusammenkam. Wie schon erwähnt, Multifunktionsweste KSK war der Arbeitstitel für dieses Projekt. Ein Projekt, was noch im Kommando Spezialkräfte gestartet wurde. Die Gründe sind da schon natürlich im Namen drin, aber auch eben durch die Beeinflussung. Da werde ich dann auch noch mal ein bisschen Bezug nehmen zu den Gear Reference Videos, die ich gemacht habe zum KSK, was da getragen wurde und welche Einflüsse sich dann hier wiederfinden. Das Ganze ist dann im Bereich 2009 in die Truppe gekommen. Hier primär, da ich damals aktiv gedient habe, sind die bei uns 2009 in den Fallschirmjäger-Bataillonen aufgeschlagen. Primär erstmal bei Teilen, die noch nicht mit einer Art Kampfmittelweste, Multifunktionsweste ausgestattet waren. Ich kann mich noch daran erinnern, dass unsere Sanitäter in der anderen Kompanie dann ziemlich schnell diese Systeme hatten und ich die dann während einer gemeinsamen Übung dort das erste Mal gesehen habe. Wann genau das Projekt an sich gestartet ist, kann ich leider nicht sagen. Die Unterlagen, die ich habe, sind aus dem Jahre 2008, wo man auch noch einen Prototyp sehen kann, wo denn das ganze System beschrieben ist. 2009 sind bisher alle Stücke, die ich gesehen habe, datiert. Die einzelnen Komponenten haben immer, wie so oft, ein eigenes kleines Label hergestellt von der Firma Schleswiger Tauwerke, die ja auch das Vorgängermodell der Kampfmittelweste produziert haben. Und die sind alle datiert mit April, meine ich, 2009. Und dann ist auch quasi so der Startschuss, wo man halt auch noch so Fotos hat aus dem Jahre 2010 etc. Denn aufwärts bis heute sieht man das immer noch mal wieder, Teile davon oder eben primär das Chest-Rig, gerade auf Bildern. Das hat einen besonderen Grund, da kommen wir dann aber im Laufe dieses Videos zu. Die Sätze waren ausgeschrieben für Links- und Rechtsschützen, genauso wie beim Vorgänger schon, dass dann einfach einige Teile auf der anderen Seite sind, wie zum Beispiel hier der Clip für den Trageriemen. Holsteroption haben wir jetzt hierbei nicht, also als separates Holster wie bei dem Vorgänger, sondern hier wie bei anderen Westen ist das Holster mit im Inneren integriert. Ist dann hier dementsprechend, weil es eine Rechtsschützenversion ist, auf der linken Seite und wäre dann bei der Linksschützenversion auf dieser Seite. In der Ausschreibung ist dann auch noch zu lesen, dass es nicht nur um Links- und Rechtsschützen geht, sondern auch noch um die verschiedenen Tarnmuster. Und da sollten die Farben, wie hier jetzt zu sehen, das normale Flecktarn berücksichtigt werden, der Dreifarb Wüstentarn, dann noch einmal Weiß für den Einsatz im Schnee und dann ebenfalls noch der Wüstentarn, also das, was nicht so alle kennen, also wo dieser Grünanteil quasi von der Wüste fehlt und so ein leichtes, ja, Pink, irgendwie so ein Ding mit drin ist. Ich habe bisher nie eine andere Version gesehen, also ich glaube auch nicht, dass dafür nochmal ein extra Contract vergeben wurde, sondern dass die alle einfach nur in dem normalen 5-Farb-Flecktarn produziert wurden. Was ich bei dem Gesamtsystem eigentlich recht gut finde, ist das Zubehör, was zur Weste mitgeliefert wird. Und zwar haben wir hier endlich mal was, wo auch der Maschinengewehrschütze berücksichtigt wird. Und zwar gibt es dieser Seitenteile, natürlich dann für Links- oder Rechtsschützen wieder unterschiedlich, aber dadurch, dass man das komplett zerlegen kann, kann ich ein neues Seitenteil anbringen und habe dann hier eine Tasche für gegurtete Munition oder eben Kartons, wie auch immer, um eben Maschinengewehrmunition mitzuführen. Dann werden wir uns das gute Stück jetzt auch einmal im Detail angucken.
So, dann gucken wir uns die Weste einmal im Detail an. Ich fange mal hier an mit dem linken Panel. Hier in der Mitte einfach mit dem Reißverschluss. Und hier haben wir im Inneren das integrierte Pistolenholster. Kann einfach gezogen werden. Pistole steckt dann hier drin und wird dann hier wieder über Klett gesichert. Ansonsten ist in diesem Fach weiter nichts, außer dass wir hier noch 4 Gummischlaufen haben. Und zwar sind die für 40 mm Granaten oder anderes Kleinzeug. Dann haben wir hier vorne die Splitterhandgranatentasche. Einmal mit Klett und diesem spanischen Schnellverschluss gesichert. Und dann hier die Doppelmagazintasche, Klett und Druckknopf. Innen auch nichts Besonderes. Die haben wir hier dann nochmal. Und dann haben wir hier die Mehrzwecktasche. Wird mit Klett und einem Plastikschnellverschluss geschlossen. Und hier im Inneren haben wir nochmal so einen Staubschutz zum Zuziehen. Genau. Alles der etwas schwerere gummierte Stoff, gibt aber auch ein bisschen Stabilität. Dann haben wir hier unten drunter die Gürtelhalterung, kennen wir halt von ganz vielen auch US-Westen, die ich schon vorgestellt habe, dass sowas immer mit dran ist, wo dann halt eben noch der Belt durchgeschlauft werden kann, mit Klett innen gesichert und dann hier nochmal mit Druckknopf. Hier oben haben wir die Flauschfläche mit den Druckknöpfen für die modularen Taschen, die angebracht werden können. Hier nehmen wir jetzt einmal schnell was als Beispiel, eine Funkgerätetasche. Und zwar können die, bei der Funkgerätetasche macht es jetzt wenig Sinn, aber die, zum Beispiel bei der Handgranatentaschen etc. kann ich die dann auch anbringen, wie ich möchte. Genau, hier oben kann die Weste eingestellt werden, die Größe verändert werden oder eben alles gelöst werden, um das Ersatzpanel zu befestigen. Aber hier eben die Größenregulierung möglich. Hier oben 2 D-Ringe, hier kann dann auch wieder was eingehakt werden, mit Schnur festgemacht werden, Kompass etc. Oder eben auch das Chest-Rig mit an die Weste, mit der Weste verbunden werden. Ich habe mal damals gelesen, dass dann auf dem Beiblatt beistand Verwendung als Munitionsträger, das steht in der späteren Ausführung nicht mehr drin. Fand ich aber ganz spannend, wenn der Gedanke so war, dass einfach eine Person noch mehr die Kapazität erhöht, um Munition nach vorne zu bringen oder sowas. Aber so wurde es denn damals dort beschrieben. Kommen wir zur anderen Seite. Die ist identisch. Mehrzwecktasche, die beiden Doppelmagazintaschen, Handgranatentasche. Hinter dieser Magazintasche haben wir noch einen D-Ring. Und zwar kann hier das Messer rein, was dann hier mit Schnur etc. gesichert wird. Das wird dahinter verstaut. Ansonsten, Panel funktioniert hier identisch. Gucken hier nochmal in die Reißverschlusstasche. Und zwar haben wir hier natürlich kein Holster, aber hier wieder Gummischlaufen für 40 mm Munition. Was ich vorhin schon erwähnt habe, hier diese Tags findet man überall, die Label. Und auch hier, wie ich schon vermutet hatte, 04 2009 Schleswiger Tauwerke. Genau, der mittlere Bereich wird dann hier über die 3 Plastik-Schnellverschlüsse geschlossen und kann dann hier in der Weite auch nochmal eingestellt werden. Ansonsten sind die halt recht identisch. Im Inneren haben wir noch das Rückenteil. Hier ist dann ein Fach für eine Wassertrinkblase. Auch nichts Dolles. Und ansonsten ja, die einzelnen Elemente Netz, wie man das so schön kennt, aber auch eben nicht mehr. Gucken wir uns nochmal den Rücken an. Hier hat der vorherige Besitzer Leuchtrasierband aufgenäht, damit man ihn im Dunkeln besser erkennen kann. Und auch hier ganz klar zu sehen, das Design von Arktis, wie es auch bei deren Westen so war, nur dass die halt meistens dann auch die Trinkblasenfach nochmal außen angebaut hatten, gerade später. Und auch hier dann für die Überlängen haben wir hier diese Gummischlaufen, wo wir das Ganze dann, wie auch immer wir das möchten, aufrollen können, nochmal verstauen können.
oder eben halt alles lösen, um das Panel abzunehmen und das andere anzubringen. Dann nehmen wir mal das Panel fürs Maschinengewehr. Hier sehen wir jetzt nochmal den ganzen Aufbau der einzelnen Klettteile. Wollte ich jetzt nicht nochmal im Speziellen darauf eingehen, weil man es hier nochmal ganz gut sehen kann. Hier eine große Mehrzwecktasche, identisch mit der von gerade eben. Und dann hier halt noch einfach eine Tasche für Maschinengewehrmunition. 2 Druckknöpfe, 2-mal Klett und dann einfach ein großes gummiertes Fach, wo dann eben die Munition rein können. Passt auch ein Plastik MG4 Geburtkasten rein oder der in 762 fürs MG3 bzw. MG5. Hier natürlich auch im Inneren die Schlaufen für 40 mm oder irgendwie was man sonst haben will und auch wieder das Holster. Sonst auch nichts mehr. Das war es auch schon mit dem Teil. So, dann kommen wir mal zu den Zubehörtaschen. Wir fangen mal mit den Funkgerätetaschen an. Und zwar haben wir davon 2 Stück. Einmal die Funkgerätetasche klein und einmal die Funkgerätetasche groß. Die ist ein bisschen länger. Hier an der Seite 2 Schlaufen, um vielleicht auch nochmal einen Hörer oder sowas anzubringen oder ein Handset. Das Ganze wird dann nur mit Druckknopf geschlossen. Die Taschen sind relativ schmal und hier auch die Herkunft wieder so ein bisschen primär gesehen. Aus dem KSK heraus und die eben nämlich genau für die Funkgeräte, die damals dort noch benutzt wurden, das PRC 148 und hier eben das Motorola XTS 3000, glaube ich, haben die damals auch noch benutzt, was denn hier reingeht, aber ein SEM 52 zum Beispiel, was die normale Truppe benutzt hat und gerade auch die Fallschirmjäger noch, die zu der Zeit die Westen bekommen haben, gab es eben keine Option. Also da nämlich auch schon so, wo man erkennen kann, dass die primär für das KSK hergestellt wurde, weil man sonst einfach was anderes genommen hätte für die normale Truppe. Aber ich denke, der Bedarf war, als es dann 2008, 2009 soweit war, dass die eingeführt werden konnte, da gab es schon die Lindnerhof-Taktiksätze etc. alles beim KSK, da war sowas natürlich nicht mehr gefragt. Kommen wir zur nächsten Besonderheit und hier eine Schrotflintentasche, beziehungsweise 2. Hier innen drin die Halterung für die Schrotflintenmunition und hier eben nochmal identisch. Und auch das natürlich so eine recht spezielle Tasche, die nicht viele andere benutzen. Natürlich gut bei den EGB-Kräften der Fallschirmjäger wird die Flinte eingesetzt. Da wäre es noch interessant gewesen, aber ansonsten braucht halt fast niemand, sage ich mal, außer die Spezialkräfte sonst noch. Dann hier die Doppelhandgranatentasche. Das wäre dann auch so eine Tasche, wo ich sage, da macht es vielleicht nochmal Sinn, wenn man die seitlich anbringt. Und auch hier nur, genau wie an der Grundweste, Klett und Plastik Schnellverschluss, 2 Handgranatentaschen und das war's. Dann haben wir hier noch die kleine Mehrzwecktasche, die ist ein bisschen kleiner als das Modell, was an der Weste angebracht ist. Auch hier wieder Plastik Schnellverschluss, Klett und auch hier wieder der Staubschutz mit Zurband. Und das war's. Dann haben wir noch die letzte Zubehörtasche. Und zwar ist das die Mehrzweck-Granatentasche oder so heißt die, glaube ich, auf dem Papier. Das ist so die 40 mm Tasche, wie wir sie vom Chestrick kennen. Hier einzelne Schlaufen drin und hier passen dann nochmal 6 40 mm Granaten rein oder eben irgendwas anderes, was man da gerne reinlegen möchte. Geschlossen auch hier mit Klett und 2 Druckknöpfen. Dann bedanke ich mich wieder fürs Zusehen. Seid gerne in der nächsten Episode wieder mit dabei und dann sehen wir uns. Bis bald. Ciao.